Manchmal liegt die Lösung eines Problems wirklich so absolut nahe und ich wundere mich, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist. Und das zeige ich euch jetzt heute, worum es geht. Aber erst einmal herzlich willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und mein kleines Problem ist das, wenn ich hier eine Rundung dran machen möchte, dann habe ich bisher immer einen Zirkel genommen, beziehungsweise irgendwas, was rund war, um das dann jeweils da drauf zu legen und dann anzuzeichnen, damit ich die Ecken rund bekomme. Und dann hatte ich eine kleine Idee. Ja, das ist mein alter Schiebestock. Der hat natürlich hier eine ganz schöne Macke wegbekommen beim letzten Mal. Und hier an der Seite auch, an verschiedenen Stellen schon. Und da kann man wirklich froh sein, dass man das Ding hat. Und den möchte ich jetzt etwas größer nachbauen. Das Holz ist ja mittlerweile so teuer geworden. Ich habe jetzt hier 10 mm Platte. Und die setze ich jetzt hier unten drauf. Machen wir das Ganze ab. Also ich lege das hier an. Hier hinten so. Und hier. So, jetzt schiebe ich das Ganze bis oben an den Rand, weil ich hier in der Mitte mehr Platz brauche. So. Das Ganze soll noch ein bisschen länger werden. Deshalb werde ich jetzt hier vorne die Rundung einfach dahin durchziehen. So, hier noch eine schöne Verbindung. So. Und das soll jetzt mein Schiebestock werden. Den schneiden wir erstmal an der Bandsäge aus. So sieht das ausgeschnittene Teil aus. Jetzt muss ich hier nur noch einen Griff reinmachen. Dazu bohre ich mir zwei 25 mm Forstnerbohrerlöcher rein und schneide es dann mit der Stichsäge aus. Hier habe ich jetzt nur die eine Seite durchgebohrt, so dass hier die Löcher durchkommen. Ich glaube, hier kann man das sehen. Wenn man jetzt durchbohren würde, würde das auf der Rückseite komplett ausreißen, das Holz. Damit das nicht passiert, habe ich jetzt hier die Löcher, einen Ansatzpunkt und bohre von der anderen Seite nach. Mein Streichmaß habe ich mir jetzt auf 35 mm eingestellt. Da machen wir jetzt hier mal einen Strich entlang. Das gibt jetzt die Mittellinie, an der ich jetzt die Löcher bohre. Und ich fange hier vorne an mit einem 20. als kleinsten und hier hinten, das ist ein 50 mm Bohrer. Kann man natürlich auch mit einem Kreisschneider machen, ganz so wie man das möchte. Und da bohre ich jetzt erstmal das Loch rein. So sieht das Ganze aus, muss natürlich noch ein bisschen gestrichen werden. Hier habe ich mal ein Brett mit so einer Ecke drin. Und wenn ich jetzt eine Rundung anzeichnen will, lege ich mir das einfach hier drauf und zeichne mir die Rundung hier an. Das ist dann jetzt 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm oder auch hier eine große Rundung 50 mm. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber vom Prinzip her denke ich, wisst ihr, was ich meine. Hier habe ich jetzt die einzelnen Löcher der Größe nach beschriftet. Man kann natürlich mit Hilfe eines Kreisschneiders jedweilige Art und Größe von Löchern schneiden. Wie gesagt, und ich sage jetzt einfach mal, die Ecke soll hier auf 35 mm abgerundet sein. Dann lege ich mir das hier an.
mal das einmal hier rum und fertig ist die Ecke. Und die kann ich dann zum Beispiel hier an der Schleifmaschine einfach rundschleifen, mit der Stichsäge rundschneiden, mit dem Bandschleifer, von Hand schleifen, so wie man das möchte. Und man kann das Teil natürlich auch ganz normal als Schiebestock benutzen. Also kein langes Suchen mehr nach einem Zirkel, nach irgendwas, was rund ist. Ein Schiebestock, den man hier wie bei mir immer griffbereit hat, hole ich mir raus, lege das Ganze hier oben drauf, so wie ich die Rundung brauche, zeichne die an und fertig ist das ganze Ding. 2 in 1. So sollte das sein. Natürlich habe ich das Rad nicht neu erfunden, kann man so nicht sagen. Aber wie gesagt, ich wundere mich einfach, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist. Das ist eine simple, absolut einfache Sache und jeder hat den Schiebestock bei seiner Tischkreissäge, seiner Kappsäge, bei seiner Bandsäge. Irgendwo daneben liegt eigentlich immer, oder sollte zumindest, ein Schiebestock liegen. Das mit den Ecken hier ist absolut simpel und ich freue mich, dass das Ganze so schnell funktioniert hat. War ein ganz kleines Projekt. Und in diesem Sinne, ich werde das Ganze hier noch mit ein bisschen Wachs einreiben oder lackieren. Das weiß ich auch noch nicht genau. Schaue ich mal. Ich bedanke mich trotzdem für euer Zuschauen. Sage Tschüss, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.